Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich riesig, euch heute den neuen Audi A7 Sportback präsentieren zu dürfen. Der neue Audi A7 Sportback, ein technisches Meisterwerk. Wie auch schon beim neuen A8 hat sich hier so einiges verändert. Zum Marktstart ist der neue Audi A7 Sportback zunächst als 3,0 V6 TFSI erhältlich, welcher 250 kW bzw. 340 PS leistet und 500 Newtonmeter stemmt. Das viertürige Coupé sprintet in 5,3 Sekunden von 0 auf 100 und seine Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h. Der 3 Liter TFSI ist an eine 7-Gang S-Tronic gekoppelt. Sein Quattro-Antriebsstrang nutzt die effiziente Ultra-Technologie, die den Hinterradantrieb immer dann zuschaltet, wenn er gebraucht wird. Weitere 6-Zylinder- und 4-Zylinder-Aggregate, sowohl als Benziner und Diesel, folgen kurz nach Produktionsstart. Beim Exterieur setzt Audi auf große Flächen und scharfe Kanten, um damit eine progressive und dynamische Optik zu erzielen. Der Single-Frame-Grill ist wuchtig und tief platziert, was das Auto breit und sportlich aussehen lässt. Wie schon beim Vorgänger haben sich die Designer auch hier wieder beim eingezogenen Heck an dem Heck einer Yacht orientiert. Die lange Kofferraumklappe hat einen Spoiler integriert, welcher bei 120 km/h automatisch rausfährt, um für mehr Abtrieb und eine bessere Fahrstabilität zu sorgen. Mit dem optionalen S-Line Exterieurpaket sieht der A7 Sportback nochmals schärfer aus. Kühlergrill und die vorderen Lufteinlässe, die Schweller sowie Diffusor vorn und hinten sind in schwarz glänzend eingefasst und stärker ausgeformt. Das erste, was natürlich auffällt, ist die komplett neue Optik. Wir haben wunderschöne neue Scheinwerfer, sowohl vorne als auch hinten. Und das richtig Coole daran ist, wenn ich das Auto öffne oder auch schließe, dann findet eine Lichtanimation in den Scheinwerfern statt. Das Ganze können wir auch noch mal hinten betrachten. Was hinten sofort auffällt, ist das durchgängige Lichtband an den Rückleuchten. Bei den Heckleuchten, welche durch ein Lichtband verbunden sind, setzt Audi beim Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs eine ziemlich coole Lichtanimation ein, welche ein bisschen an Knight Rider erinnert. Diese Animation ist nur in der mittleren und Höchstausstattung der Scheinwerfer integriert. Gucken wir in den Kofferraum. Wir haben richtig viel Platz. Zur Erinnerung, der Audi A7 Sportback ist ein viertüriges Coupé, aber wir haben unglaublich viel Platz wie in einer Limousine. Und was vielleicht auch schon bei anderen Audi-Modellen aufgefallen ist dieses Diskussionsthema, die Auspuffblende, die wir nicht mehr haben. Wir haben den Auspuff unten drunter. Das Ganze hat einen optischen Sinn. Audi möchte hier für eine gewisse Symmetrie zu den Rückleuchten sorgen. Gucken wir uns den Innenraum an. Im Inneren des A7 Sportbacks fühlt man sich wie in einem Wohnzimmer. Das Platzangebot ist sehr komfortabel und das neue Innendesign ist sehr futuristisch gestaltet. Die Mittelkonsole sowie das obere Display ist zum Fahrer hin orientiert, was die Bedienung vereinfacht. Das Menü ist übersichtlich und stylisch gestaltet. Zusammen mit der MMI Navigation Plus kommt das Audi Virtual Cockpit mit einem 12,3 Zoll großen Display an Bord. Und was direkt auffällt, ist, dass wir ein komplett neues, überarbeitetes Cockpit haben. Wir haben kaum noch Knöpfe innen drin, sondern zwei riesige Displays in der Mittelkonsole. Wir haben ein großes Virtual Display und zusätzlich haben wir vorne auch nochmal ein Head-Up-Display. Man sieht, dass sich die ganze Symmetrie des Fahrzeugs auch irgendwo im Innenraum widerspiegelt. Gucken wir uns allein nur mal die Tür an. Das Ganze sieht sehr elegant aus. Wir haben eine sehr schöne Linienführung. Unter diesen ganzen Details haben wir auch eine indirekte Beleuchtung, sowie auch hier eine direkte Beleuchtung. Die kann man farblich auch noch einstellen, so wie man es gerne hätte. Das Konturlichtpaket zeichnet die Konturen des Interieurs in einer direkten und indirekten Weise nach und ist in verschiedenen Farben einstellbar. Auch beim A7 wurde der Drehknauf sowie viele Knöpfe durch zwei große Displays in der Mittelkonsole ersetzt. Wir haben oben einen 10,1 Zoll großen Display und unten einen 8,6 Zoll Display, der für die Bedienung der Klimaanlage zuständig ist. Wir sehen jetzt hier die Bedieneinheit der Klimaanlage. Zum Beispiel können wir jetzt hier einfach die Temperatur per Knopfdruck wechseln oder auch einfach durch Verschieben in die verschiedenen Farbregionen die Temperatur einstellen. In dem oberen Bereich haben wir das Infotainment-System.
Wir können auch im Infotainment-System, was ich richtig gut finde, uns unser eigenes Profil einstellen. Das heißt, die Sachen, die ich am häufigsten benutze, wie zum Beispiel jetzt hier das Navigationssystem, schiebe ich einfach mal ganz nach links und zack, habe ich es links. Beim Anwählen auf unserem Display gibt uns das Display ein Feedback, das sich durch einen kleinen Klick auszeichnet. Da haben wir also immer die Gewissheit, dass wir auch tatsächlich was gedrückt haben. Für den Fall, dass man das nicht braucht, kann man das aber auch ganz einfach abstellen. Dann haben wir einen ganz einfachen Touch-Display, der ohne diesen Klick funktioniert. Wie wir es bei Audi schon kennen, haben wir einen großen Virtual Display, wo wir die Geschwindigkeit angezeigt bekommen, wie hier auch gerade zum Beispiel das Navigationssystem. Insgesamt kann man zwischen 7 verschiedenen Fahrerprofilen wählen. Das heißt, 7 verschiedene Fahrer können ihre ganz eigene Individualeinstellung in diesem Fahrzeug vornehmen. Hier haben wir jetzt direkt das Audi Drive Select. Da kann ich einmal wählen zwischen Effizient, Komfort, Auto und Dynamik und Individualmodus. Die Spanne zwischen dem Komfort- und dem Dynamikmodus wurde im Gegensatz zum Vorgänger nochmal vergrößert. Das heißt, man hat doch nochmal einen deutlichen Unterschied. Wir haben auch die Funktion, durch die Klimaanlage verschiedene Gerüche in den Innenraum kommen zu lassen. Beispielsweise ein Sommerduft oder ein Winterduft. Ich sitze auch gerade zum ersten Mal in dem Auto drin. Ich weiß selber noch nicht, was hier alles so geht. Licht und Sicht. Wir haben indirektes und direktes Licht. Kann man vielleicht jetzt da so im Türeinstieg erkennen. Ich wähle auch gerade hier aus, mache verschiedene Farbeinstellungen. Zum Beispiel jetzt ist es orange. Und ich kann auch die Intensität des Lichtes einstellen. Ich kann auch individuell einstellen zwischen dem direkten und dem indirekten Licht. Das können auch nochmal 2 verschiedene Farben sein. Das wären einmal hier zum Beispiel die Flächen. Das wäre das indirekte Licht, was man jetzt hier erkennen kann. Wie gesagt, kann man jetzt im Auto direkt nicht selber erkennen, dadurch, dass es zu hell ist. Oder die Linien, das wäre dann eben diese ganzen direkten Lichter. Alle Motoren im neuen A7 verfügen serienmäßig über ein neues Mild-Hybrid-System. Bei den V6-Aggregaten ist es mit einem 48 Volt Hauptbordnetz umgesetzt. Unter dem Kofferraum ist ein Akku verbaut, welcher die Bremsenergie speichert. Zwischen 55 und 160 km/h kann der A7 Sportback mit deaktiviertem Motor im Schubbetrieb segeln und danach über den RSG komfortabel neu starten. Das Auto hat ein intelligentes Start-Stopp-System, was zusammen mit der Frontkamera arbeitet. Wenn ein vorausfahrendes Fahrzeug sich wieder anfängt zu bewegen, dann setzt das Start-Stopp automatisch aus und das Auto geht auch wieder an. Okay, das Start-Stopp-System schaltet sich allerdings auch schon bei 22 km/h ab. Das heißt, nicht erst im Stand, sondern quasi, wenn ich schon an eine Ampel heranfahre und anfange zu bremsen, dann setzt der Motor sehr früh aus. Der Innenraum wurde verlängert, dass wir im Font auch nochmal 21 mm mehr Beinfreiheit haben. Wir können auch hier zusätzlich noch die Klimaanlage im Font per Touch bedienen. Was optisch vielleicht auch noch auffällt, ist diese Kante hier über den Kotflügel, was auch nochmal dafür sorgt, dass das ganze Auto sportlicher und auch breiter aussieht. Wir haben auch zusätzlich eine Allradlenkung. Das kennen wir auch schon von anderen Modellen. Diese Allradlenkung lenkt bis 60 km/h quasi entgegengesetzt. Also die Hinterachse lenkt entgegengesetzt zur Vorderachse, was dafür sorgt, dass wir einen viel kleineren Wendekreis haben und das Auto viel agiler ist in Kurven. Und ab 60 km/h lenkt die Hinterachse gleich zur Vorderachse mit, was dafür sorgt, dass wir bei einer Geradeausfahrt einen viel stabileren Spurwechsel haben. Und es gibt noch eine sehr praktische Funktion. Mit der AI-Taste aktiviert der Fahrer den Audi AI Remote Park Pilot und den AI Remote Garagenpilot, die im Laufe des Jahres 2018 verfügbar sein werden. Die steuern den neuen A7 selbstständig in eine Parklücke oder Garage hinein und wieder heraus. Der Fahrer kann vorher sogar aussteigen und die Funktion auf seinem Smartphone starten. Zusätzlich gibt es insgesamt noch 39 weitere Fahrerassistenzsysteme, die dem Fahrer einiges erleichtern. Der neue A7 Sportback ist optisch meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr gut gelungen. In meinem nächsten Video seht ihr übrigens, wie der A7 entwickelt wurde. Von der Zeichnung auf einem Papier bis zum fertigen Auto. Wenn euch das interessiert, solltet ihr nicht vergessen, mein nächstes Video anzuschauen. Und ich mache in dem Fall jetzt Schluss. Ich danke fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, einen Daumen nach oben dazulassen, um meinen Channel zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.